Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Calypso und ich bin gerade in einem Cenote in Mexiko. In diesem Video nehme ich dich in mehrere Cenotes mit. Sei also dabei, hier in der Karibik Cenotes zu entdecken. Viel Spaß! Hinter mir ist also der Beach Club, aber viel interessanter ist das hier, denn dieser Bereich hier, der von den Felsen abgetrennt ist auch ein Cenote. Hier ist das Wasser süß. Ich habe sogar probiert, es ist nur minimal salzig. Und hier fließt also das Süßwasser ins Meer und an einigen Stellen ist es sogar richtig tief. Ich nehme an, dass hier drunter auch kleine Höhlen sind oder so, weil irgendwo muss das Wasser ja auch herkommen. Und die Farbe ist einfach nur traumhaft. Das Wasser ist durchsichtig blau und hier darf man eben auch baden. Und ich laufe hier einmal drumherum, damit ihr das von allen Seiten sehen könnt. Man kann auch über den Strand drumherum laufen, aber ich muss natürlich über diese Felsen klettern. Obwohl ich das eigentlich gar nicht mag, aber ich habe feste Sandalen an. Deswegen ist es kein Problem. Seht nur, wie schön. Das ist eine der schönsten Dinge, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und die Temperatur ist so gut, ich spüre das an meinen Füßen. Ich springe da gleich rein. Und so sieht die Küste hier aus. Hier überall ist Wald, Dschungel. Wir kommen von da. Tulum ist in diese Richtung. Und Cancun, wenn ich mich nicht irre, ist in die andere Richtung. Wow, einfach nur wow. An dieser Stelle kann man sehr schön beobachten, wie das Süßwasser unter dem Felsen herausfließt. Ich nehme an, hier drunter gibt es eine Höhle, wo das Süßwasser herkommt und ich finde, dass es super, super schön aussieht. Der Wellengang, wo sich Süßwasser und Meerwasser miteinander vermischen oder in Kontakt treten. Alleine im Bundesstaat Quintana Roo, in dem ich mich gerade befinde, gibt es über 1000 Cenotes. Cenote bedeutet auf Maya heilige Quelle. Tanca bedeutet die Mitte des Dorfes und hier soll es ursprünglich ein Maya-Dorf gegeben haben, das möglicherweise schon vor der schönen Maya-Stadt Tulum existiert haben könnte. Ich lade dich ein, mein Video über die Cenotes Chiquinha und Xtabay zu schauen. Dort schwimme ich in einem Cenote in einer Höhle. Im Park Chiquinha kann man auch tauchen, wunderbar schnorcheln und sogar Seilbahn fahren. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Das zu sehen macht glücklich und gleich rein zu springen macht noch glücklicher. Und hier in Caleta gibt es noch ein Cenote. Ich weiß nicht, wie viele es gibt, aber auf jeden Fall noch einen. Wenn man einen kleinen Weg entlang läuft ins Landesinnere. Und da gehen wir gleich auch hin. Und da werdet ihr nicht aus dem Staunen herauskommen, wie unterschiedlich auch Cenotes sein können, was die Farbe angeht, die Tiefe. Und manche Cenotes sind ja wirklich in der Höhle und andere sind eben nicht von einem Felsen bedeckt. Wie hier zum Beispiel und auch der andere Cenote, der hier im Areal ist. Okay, ich laufe hier ganz aufgeregt. Ich bin wie am Meer werde ich wie ein spielendes Kind.
auch auf jeden Fall gut geeignet, wenn man mit kleineren Kindern unterwegs ist. Hat man hier wie ein Schwimmbecken und kann hier angenehm planschen und Spaß haben und auch eine Sandburg bauen. So, das ist wirklich ein Naturwunder. Heute trage ich ein Kleid aus der Stadt Cuernavaca. Cuernavaca befindet sich im Bundesstaat Morelos. Dieses Kleid ist handgewebt und ich fand die Farbkombination super, super schön. Außerdem finde ich es sehr, sehr bequem. Schwupps, die Kamera ist hops gegangen. Neben dem Cenote kann man hier vorne auch schön baden. Hier ist ein großzügiger Teil ohne Felsen und mit super schönen Wellen. An anderen Tagen gibt es bestimmt weniger Wellen und dann ist das Wasser auch noch durchsichtiger, noch klarer. Und für die, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind bei Wellen und Strömung, vielleicht noch angenehmer zum Baden. Aber ich liebe Wellen. Estamos en Caleta Tancar und es gibt auch ein Cenote hier ein bisschen weiter versteckt. Hier muss man ein bisschen durch den Dschungel laufen, glaube ich. Ich laufe das jetzt zum ersten Mal mit euch zusammen. Das heißt, man kann im Meer baden und dann hier entlang spazieren und in Süßwasser springen. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Caleta Tancar ist 15 Minuten mit dem Auto von Tulum. Also wirklich ganz schnell. Ich kann mir vorstellen, man kann auch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel hierher kommen und den Tag verbringen. Eine Rieseniguana. Ein großes Tier. Das ist hier zu Hause. Das hier ist also ein Beach Club. Man zahlt ein bisschen Eintritt, um den Tag hier zu verbringen. Und es gibt ein Restaurant, man kann hier essen und sich den ganzen Tag hier aufhalten am Meer. Und dann auch hier diesen Weg entlang spazieren zum Cenote. Und hier ist noch eine riesen Iguana, die da so ein bisschen in der Sonne sitzt. Die guckt mich so ein bisschen an. Da seht ihr die. Die ist so schwarz-weiß gestreift. Unglaublich. Also man läuft hier entlang und hört die Wellen und gelangt zum Cenote. Ich bin am Cenote angekommen. Ich habe extra den Spätnachmittag abgewartet, denn jetzt ist gerade niemand mehr im Wasser. Es ist ganz leicht bewölkt, die Schönheit des Cenotes bleibt aber bewahrt. Schaut euch nur dieses traumhaft schöne Wasser an. Es ist durchsichtig, leicht grünlich. Eine Oase hier in der mexikanischen Karibik. Und Cenotes gibt es viele hier in dieser Region. Es gibt zum Beispiel den Cenote dos Ojos, Cenote Cristalino. Es gibt wirklich einige, wo man hinfahren kann und entdecken kann und ganz viel Spaß haben kann. Son resbalosos las piedras. Sí, están resbalosas. Trata de pisar las que están más blancas. Sí. Ein letzter Rundblick von diesem Cenote. Dieser kleine Stein hier ist perfekt. Hier kann ich perfekt drauf sitzen und einmal spinnen. Die Sonne hat sich gerade ein bisschen hinter einer
Wolke versteckt. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und schau auf jeden Fall das Video über Tulum. In Tulum gibt es paradiesische Strände zu entdecken und insgesamt in Mexiko gibt es wirklich sehr, sehr viel zu erleben. Schau dazu gerne alle meine anderen Videos über Mexiko. Und wenn du gerade in der Reiseplanung bist nach Mexiko, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich unterstütze dich gerne dabei, deine Reise nach Mexiko zu planen, damit du auf keinen Fall etwas verpasst und auf jeden Fall eine maßgeschneiderte Reise nach deinen Wünschen hier erleben kannst. Mein Name ist Calypso und hinterlasse mir doch gerne ein Abo, wenn es dir gefallen hat, und schau gerne alle meine anderen Videos über das Stricken, Handarbeiten, Textilkunst in Mexiko sowie Urlaub machen und traumhafte Orte hier in diesem wunderschönen Land. Bis zum nächsten Video. Ciao!